Hallo, willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind zwei Jungs, wir sind zwei Mädels. Wir sind zwei von Piranha Bytes, ja, zwei Mitarbeiter und erzählen euch heute mal ein bisschen was über die Branche. Die Games-Branche, ja. Wie kommt man eigentlich in die Games-Branche? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Ja, wenn nicht überhaupt die häufig. Nee, nicht ganz, aber Nee, ganz auf den ersten Top 3 Top ist 3 die Frage, ist wie macht man das eigentlich? Wie komme ich da eigentlich rein? Ja. Wenn ich das gerne möchte. Ja. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Wie bist du denn eigentlich mit dem Zocken angefangen? Ja, haben wir sie gefragt. So, um da einfach mal so zu fragen, irgendwie, wie sind sie überhaupt in Kontakt gekommen mit Games und so weiter. Das ist ja der erste Schritt, um überhaupt in die Branche reinzukommen und so. Und die haben Folgendes gesagt. Naja, es gab halt früher die Automaten und habe dann halt irgendwann auch eine Spielekonsole gehabt, auch eine völlig unbekannte, den Namen weiß ich gar nicht mehr. Dann habe ich halt einen Commodore 64 bekommen und da ging es dann halt so richtig los und dann Amiga und in der Zeit habe ich dann halt alles gespielt, was es irgendwie gab und auch so ein bisschen vielleicht nicht nur gespielt, sondern auch vielleicht auch ein bisschen analysiert. Oh, da war ich noch ganz klein. Da habe ich ein Super Nintendo bekommen von meiner Oma, weil die mir immer, ich tat ihr leid, weil ich zu Hause mal nichts zu tun hatte. Und dann habe ich zu Super Mario angefangen. Durch meinen Opa. Mein Opa hat immer Karten am Computer gespielt und das fand ich interessant. Dann habe ich mit Karten angefangen und dann gab es einen großen Sprung zu MMOs. NES. Nintendo Entertainment System war das erste und mein erstes eigenes war der N64, Super Mario 64. Mit unserem alten 286er und ganz, ganz schlechten Grafiken tatsächlich. Also das weiß ich noch, das war irgendwann Anfang der 90er und dann ganz seltsame Dinge auf ganz weichen, flappigen Disketten noch. Durch meine Mutter. Meine Mutter hat gezockt und die hat mir das sozusagen in die Wiege gelegt. Also die hat mir auch meine ersten Konsolen zur Verfügung gestellt und es hat sich dann halt einfach so weiterentwickelt. Ich dachte, dass Computerspiele scheiße sind, bis ich einen Ausschnitt von Witcher 3 gesehen habe und dann habe ich gemerkt, dass das quasi eigene Spielefilme sind, die man selber spielen kann und das fand ich großartig und deswegen habe ich damit angefangen. Ja, erzähl mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Game Designer zu werden? Das war Learning by Doing, würde ich sagen. Also ich habe angefangen und sollte hier als QA anfangen. Und zwar vor ewigen Zeiten. Da wurde man ziemlich schnell eingespannt. Ne? Und wie bin ich da hingekommen? Über Vitamin B. Ja, der Michael Rüwe, der hat gesucht, und zwar in seinem Freundeskreis, zu dem ich gehörte. Und hat gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Hättest du mal Bock irgendwie, ne? Und der Stefan Kalveram und der Matthias Filler, die haben mit mir dann zusammen angefangen hier. Ja, wir waren die 3 Stooges aus der QA-Abteilung sozusagen. Und es hat ungefähr 3 Monate gedauert. Da war ich dann irgendwie auch beteiligt mit am Game Design und eine Projektleitung habe ich dann da gesessen und so weiter, weil es gab sehr viel zu tun. Und so bin ich da reingekommen. Aber ich wurde empfohlen, sozusagen. Ne? Vorher habe ich halt studiert, Physik und Chemie auf Lehramt und so und hatte eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Das heißt, ich habe das eigentlich gar nicht gelernt. Ich habe das hier mir beigebracht, viele Dinge, die ich jetzt mache. Und viele Sachen wurden mir hier vermittelt, direkt beim Arbeiten. So. Und du? Ähnlich. Ja. Ähnlich. Bei mir war es nicht der Michael Rüwe, sondern der Björn Pankratz. Ach, der. Und das war irgendwie, ich hatte den Eindruck zu der Zeit, als ich angefangen habe, auch je nach Sparte gar nicht so unüblich. Also auch ich habe in der QA angefangen und bin dann quasi mehr oder minder in den Game Design und Story-Bereich reingerutscht und habe dann quasi bei Piranha Bytes auch erst gelernt, wie das alles funktioniert, wie die Programme funktionieren, wie Game Design funktioniert und so weiter. Habe mich dann wie alle anderen auch hier fortgebildet und dann da reingerutscht quasi. Ja. QA bedeutet Spiele testen, ne? Das heißt also während der Produktion halt testen. So, ne? Was wir jetzt ja auch machen, so, ne? Was wir auch aufs Team verteilen und so weiter, ne? Aber das war eine eigene Abteilung dafür sozusagen. Ja, wir haben auch bis heute immer noch gerne
immer mal wieder QA-Leute, das heißt Quality Assurance im Grunde genommen, die in-house bei uns testen, weil man dann halt mega nah am Projekt in der Entwicklung ist. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die QA-Tests extern. Genau. Ja, so war das damals. Es gibt natürlich auch, oder gab auch damals schon Leute, die vorher tatsächlich gelernt haben. Ich sag mal zum Beispiel insbesondere im Programmierbereich zum Beispiel. Ja. Wenn man da gar nichts kann, das ist schon echt, ne? Also entweder hat man sich das selber beigebracht, indem man selber schon mal irgendwie eine Engine geschrieben hat oder so, das hobbymäßig irgendwie macht, oder es gibt auch sehr viele, die angefangen haben, die auch tatsächlich das studiert haben, Informatik studiert haben, so, ne? Und das sind so die meisten, die hier auch studiert oder auch zu Ende studiert haben, ne? Und Claudia beispielsweise hat ihre Ausbildung auch abgeschlossen. Sie macht bei uns hier die Cutscenes, ne? Also das Blocken und die Cutscenes bauen und die Animationen hinzufügen und so weiter, die Storyboards machen und so. Ne? Ja, was kann man denn da arbeiten, ist die Frage. Ne? Das heißt also, welche Bereiche gibt es da? Genau, je nach Bereich ist es natürlich auch mega unterschiedlich, was man vorher gelernt haben kann, um einzusteigen. Mittlerweile, vielleicht um das abschließend zu sagen, gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten zu lernen in den verschiedenen Bereichen. Ja, wären die Programmierer natürlich. Ne, das heißt, wir machen hier C++ zum Beispiel, das sollte man dann schon können, wenn man hier anfängt. Ne? Ja. Dann, zumindest wenn man in dem Bereich arbeiten möchte. Wenn man in dem Bereich arbeiten möchte, natürlich, das ist mal vorausgesetzt, ja. Genau. Entsprechend gibt es dann noch den Art-Bereich, das sind die Leute, die können tatsächlich echt fix und gut Artworks erstellen, ne? Das passiert sehr viel in der Designphase natürlich, um sich vorzustellen zu können, wie soll das später mal aussehen. Das ist Malen, im Grunde Bilder malen, ne? Genau, aber nicht unbedingt auf Papier, sondern auf Tablets oder direkt im PC quasi, dass man diese Artworks quasi sehen und verändern kann. Ne? Das betrifft Figuren, Monster, Environment Level und so weiter. Mood-Sachen, auch teilweise Sachen für Social Media oder für die GUI, ne? Genau. Sachen, die später rausgegeben werden können und sowas. Artbereich. Das heißt, wer besonders gut zeichnen kann, wer sich da ein bisschen mit Technik auskennt, für den ist vielleicht sowas interessant. Dann gibt es den Animationsbereich, ja. Da muss man sich schon ein bisschen mit den Tools auskennen, die man da tatsächlich benutzen will. Ist auch sehr häufig Bindeglied zwischen Maya, Programmierung und Maps Art und so weiter. Und ja, genau, solchen Sachen. Ne? Die sind natürlich alle ein bisschen ändert sich auch ständig. Genau. Musik natürlich, ja. Ich meine, das Sound ist nicht so schwer. Das heißt, Musik überhaupt zu können, auch dort die entsprechenden. Hast du das gehört? Das ist gar nicht so schwer, Musik zu können. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist nicht so schwer zu verstehen, was man dafür können muss. Aha. Ne, ich finde, wenn einer sagt, ich mache Game Design, finde ich das immer sehr schwer zu verstehen. Was ist das denn eigentlich? Game Design ist auch sehr viel und sehr viele machen hier Game Design. Das ist halt so ein Bereich, der aufgeteilt wird. Reines Game Design macht hier, glaube ich, keiner. Keiner von uns macht nur Game Design. Nein, das wäre für so ein Projekt auch irgendwie... Ja, also es mag funktionieren bei anderen Teams, bei uns funktioniert das nicht. Hier muss irgendwie jeder sich einen Blaumann anziehen und tatsächlich auch Daten erzeugen und nicht nur designen. So, das funktioniert nicht. Dann kommt man irgendwie nicht zu Rande. So, ne? Game Design denkt man ja auch immer irgendwie ganz salopp. Das ist derjenige, der sich ausdenkt, was das für ein Spiel werden soll. Aber das ist ja auch Quatsch. Game Design ist ja viel mehr. Game Design ist, wie funktioniert denn die GUI? Game Design ist, wie funktioniert denn das Crafting? Game Design ist, wie funktioniert denn der Kampf? Game Design ist, wie funktioniert denn die Story? Und Game Design ist quasi jeder Bereich für sich, wie das tatsächlich funktioniert, sowas zu können. Wird tatsächlich mittlerweile auch gelehrt auf verschiedenen Studiengängen oder Ausbildungswegen. Und dann ist es natürlich auch je nach Studio wieder unterschiedlich, was es da für Anforderungen gibt. Also wie gesagt, reines Game Design ist bei uns nicht üblich. Ne? Ja. Da muss man schon ein bisschen mehr machen. So. Wenn man jetzt aber das möchte, man möchte gerne in die Branche rein, ne? Dann gibt's ja auch nicht nur die Möglichkeit, selber irgendwie rumzufrudeln oder so, sondern es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Ausbildungen, die man machen kann. Korrekt. Was gibt's denn darüber zu sagen? Natürlich funktioniert, wenn man Programmierer werden will, je nachdem, was man werden will, das kann man auch immer noch einen klassischen Ausbildungsberuf machen. Es ist aber tatsächlich zunehmend so, dass
Ahnung in dem Feld und Eigeninitiative in dem Feld immer noch mega gefragt ist. Ne? Also das heißt, irgendwie ein reiner Informatiker, der irgendwie jetzt nie was mit irgendwie Spielen zu tun hatte. Klassischerweise sind das Applikationsprogrammierer oder Leute, die Netzwerke aufbauen oder solche Dinge, ja, die irgendwelche Datenbanken füttern oder sonstige Geschichten. Und Game-Programmierung ist dann schon immer noch was anderes. Ne? Also Grafikprogrammierung ist ziemlich aufwendiger Kram und so weiter. Ja. Aber es geht ja nicht nur um Programmierung, geht ja auch um Datenbereiche, weil der größte Teil unseres Teams sind keine Programmierer, sondern eher im weitesten Sinne könnte man sagen Künstler, ja, also die Figuren bauen, die Assets bauen, die Geschichten schreiben, ne, Dialoge schreiben, irgendwelche Grafiken erzeugen und so weiter, ne, oder Animationen oder Sounds, Musik, sowas halt, Daten halt erzeugen, ne? Genau, also übergreifend so ein bisschen zum Thema Game Design, was ja alles irgendwo ein bisschen mit reinspielt, gibt es viele Studiengänge mittlerweile in Köln, in Düsseldorf, jetzt muss ich spickeln. Köln, Düsseldorf, Berlin hast du hier geschrieben, ne? Das sind so die gängigen Dinger. Genau, es gibt auch viele andere Städte mittlerweile, in denen solche Studiengänge angeboten werden. Games Academy ist immer noch gefragt. Müsst ihr euch einfach mal schlau machen. Genau, es gibt also tatsächlich Game Design mittlerweile als Fachausbildungsberuf, teilweise immer noch sehr teuer. Also die Zugänge sind nicht immer ganz einfach. Ja, das ist doof. Im Gegensatz zu anderen Studiengängen. Ja. Da muss man halt gucken, wo man da landen will. Und was bei diesen Studiengängen, habe ich mir sagen lassen, auch sehr interessant ist. Wir haben jetzt mittlerweile zunehmend mehr Leute, die tatsächlich Game Design studiert haben, ist, dass man ja nicht nur die Grundlagen des Game Designs lernt, sondern auch dann schon mal Kontakte knüpfen kann und Entwickler kennenlernt, Dozenten kennenlernt und solche Sachen. Oder vielleicht auch mal ein bisschen den Alltag kennenlernt, wie es überhaupt ist, ne? Wie man ein Praktikum macht oder solche Dinge. Genau, schon mal ein kleines Projekt gemacht hat und abgeschlossen hat, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das überhaupt ist. Und dann bewerben sich die Leute halt anschließend auch in den verschiedenen Entwicklerstudios zum Beispiel. Und das ist tatsächlich auch sehr häufig bei uns der Fall mittlerweile. Und was immer mega hilft, ist erstens, was kann ich denn überhaupt in der Spielebranche? Das heißt, bin ich derjenige, der tatsächlich eigentlich lieber zeichnen möchte? Möchte ich eigentlich lieber schreiben? Möchte ich lieber programmieren? Was liegt mir eigentlich, das herauszufinden? Und wenn man das herausgefunden hat, es einfach zu machen. Dann schreibt, dann malt, dann baut euch ein Portfolio auf, ja. Das ist für uns immer mega interessant und mega wichtig, um zu gucken, wo steht derjenige gerade, wo will er eigentlich hin, ist das realistisch, möchte der wirklich an dem Projekt mitarbeiten oder ist er gerade auf dem Mars und dann zu sehen, wo gerade die Fähigkeiten liegen, damit man darauf aufbauen kann. Das Spinnt herum heißt auf dem Mars. Genau, richtig. Ne, jemand, der irgendwie gleich die Weltherrschaft übernehmen möchte irgendwie und am liebsten Gründer wäre, der braucht sich vielleicht nicht hier unbedingt auf eine Stelle bewerben, aber jemand, der irgendwie Bock hat, um so ein Projekt mitzumachen, schon. Und solche Dinge. Also ein Portfolio, Kontakte knüpfen, auf Conventions gehen, Game Jams mitmachen, ja, um mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist das mit anderen im Team zusammenzuarbeiten. Denn wir machen diese ganzen Sachen ja nicht alleine. Das machen wir nur, weil wir alle zusammenarbeiten. Und das ist natürlich ein anderes Arbeiten, als wenn man irgendwie den ganzen Tag zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt und versucht, irgendwie ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Teamarbeit. Und mit diesen Dingen kann man sich dann quasi bewerben, ja, wenn irgendwelche Stellen ausgeschrieben werden. Mittlerweile gibt es mehrere Möglichkeiten, sowas zu suchen. Es gibt irgendwo ein Forum, das heißt Games Jobs Germany zum Beispiel. Da sind alle offene Stellen gerade, die man sich dort angucken kann. Dann gibt es auf Facebook verschiedene Quellen. Da sind Stellenausschreibungen. Bei LinkedIn gibt es auch sehr viele Ausschreibungen und so weiter. Richtig, und dann kann man halt gucken, was liegt mir, worauf ich Bock, und dann packt man eine schöne Bewerbung. Bei uns tatsächlich in der Regel ausschließlich per Mail und nicht per Mappe. Ne, Mappen brauchen wir nicht. Ne, bei anderen mag das anders sein, hier ist das nicht so. Und dann kann man gucken. Wichtig ist die eigene Internetpräsenz. Wenn man in die Branche rein möchte, muss man auf irgendeine Art sich mitteilen. Und da ist es auf jeden Fall sehr viel wichtiger zu gucken für denjenigen, der, also wir gucken drauf, wie präsentiert sich derjenige dann bei Facebook, oder ist der überhaupt da, ist er überhaupt zu finden, woran hat er mitgearbeitet, was hat er da irgendwie präsentiert. Man braucht nicht eine eigene Webseite oder irgendwie so, aber irgendeine Art von Plattform, wo man den Kram, den man so gemacht hat, irgendwo nachlesen kann. Oder vielleicht reicht es auch einfach nur, dass man sagt, okay, der steht in irgendwelchen Credits von irgendwelchen anderen Spielen oder von irgendwelchen Projekten, oder man hat irgendwo seine
Studienarbeit von seiner Schule irgendwo drapiert im Internet und so weiter. Solche Referenzen sind sehr, sehr wichtig und vor allem dann auch zu gucken, was hat derjenige dabei gemacht? Hat er einen Film gedreht über irgendwelche Dinge? Ja, hat er irgendwie, was weiß ich, ein Hörbuch produziert oder irgendwie ein Hörspiel gemacht oder überhaupt irgendetwas Kreatives so, ne? Wie gesagt, abseits dieser ganzen Programmiergeschichte, die eigentlich sehr trocken ist, muss es nicht sein, aber ne, sind halt diese kreativen Dinge die wichtigsten oder die meisten, ne, die tatsächlich irgendwie Fuß fassen können in der Branche, wenn man eben nicht Programmierer ist. Ne? Ja, und da ist an der Stelle für mich persönlich immer das Wichtigste, die härteste Währung, sage ich immer, ist die Leidenschaft. Habt ihr Bock auf den Kram, den ihr da macht? Nicht einfach nur als fixe Idee nehmen, irgendwie so, ich will jetzt unbedingt Spiele machen, wäre mal ganz nett und so. Dieses wäre mal ganz nett funktioniert in der Regel nicht. Ne? Das heißt, entweder seid ihr Zocker und ihr habt auch Bock, Computerspiele zu machen, oder es gibt auch Jungs hier unten, die im Programmierbereich sitzen, die zocken nicht, sind aber gute Programmierer und können gut die Game Engine warten und machen und tun. Also es heißt nicht, dass alles irgendwie immer wichtig ist, dass man unbedingt zocken muss und regelmäßig und so, aber die kreativ arbeiten, die sollten schon zumindest irgendwie eine Art von Affinität zu Filmen, Serien, Büchern, coolen Bildern, irgendwie so eine kreative Ecke haben und auch Computerspiele mögen, und sonst funktioniert das in der Regel nicht so richtig. Ne? Eine kurze Sache noch zum Abschluss. Ja. Es lohnt sich häufig nicht, sich einfach so initiativ bei uns zu bewerben, weil man unter Umständen dann keine Antwort bekommt. Ne? Suchen wir jetzt zufälligerweise, ohne ausgeschrieben zu haben, gerade an der Stelle, dann habt ihr Glück gehabt. Aber wir bekommen so viele Sachen hier reingeschneit, erwartet nicht, dass ihr da Antworten bekommt. Ausnahmen sind natürlich, wenn wir tatsächlich explizit ausschreiben, dann steht das natürlich auch auf unserer Website und da kann man dann sich auf diese Stellen, die explizit ausgeschrieben sind, bewerben und dann bekommt ihr natürlich auch eine Antwort. Und der Grund ist, warum wir das nicht können, ist, wir werden momentan damit zugeballert. Wir kriegen unheimlich viele Bewerbungen. Ja? Und deswegen ist das schwierig für uns. Wir würden nichts anderes mehr machen als Mails beantworten, wenn wir da drauf antworten würden, auf jede einzelne Anfrage. Genau. Okay, damit ist das abschließend. Ne? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit an der Stelle. Ich hoffe, wir haben da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was diese Games-Branche angeht. Wie gesagt, es ist echt schwierig. Ne? Es werden auch immer mehr, die irgendwie Jobs wollen und so. Ne? Firmen sind auch sehr viele, die gegründet werden. Es reicht auch manchmal, irgendwie ein kleines Team zu gründen oder so. Schon eine coole Sache. Hast du eine Community-Frage? Die Community-Frage von heute lautet: Was haltet ihr eigentlich von Metacritic? In Klammern habe ich noch dazu geschrieben, weil die Frage etwas länger war ursprünglich. User, die mit mehreren Accounts irgendwie werten. Ich glaube, da ist die Antwort irgendwie so ein bisschen in der Frage schon drin. Wir gucken selbstverständlich, wie andere uns bewerten, wenn wir ein Spiel releasen. Ja, und da gucken wir auch nicht nur auf Metacritic, sondern überall hin. Und das ist auch der springende Punkt und das Wichtige an der Stelle. Ja, auf Steam werden wir bewertet. Das sind auch tatsächlich, glaube ich, die meisten sogar, die uns bewerten. Das ist zumindest die wir mitkriegen. Ne? Richtig. Und da gibt es diese Kuratoren, die werten, und da gibt es die User, die werten. Das finden wir interessant und sehr wichtig. Dann gibt es GOG, da werden wir bewertet. Dann gibt es für die Konsolenplattform, da werden wir bewertet. Dann werden wir auf Amazon bewertet. Dann werden wir auf Metacritic bewertet und so weiter. Und bei Metacritic darf man nicht vergessen, dass diese Bewertung für uns, also eigentlich finde ich Metacritic dann interessant zu gucken, die einzelnen Sachen anzugucken irgendwie, wenn irgendeiner was geschrieben hat. Zum Beispiel zu gucken, ja, was hat die GameStar denn schon was rausgehauen? Hat die PC Games was rausgehauen? Und oder 4Players, was weiß ich, die ganzen anderen irgendwie, die in der Regel irgendwas über uns schreiben. Und was schreiben die? Das finde ich sehr viel interessanter als irgendwie die Endbewertung. Denn sehr viele wandern bei Metacritic nicht rein, die werten. Und das heißt, das verfälscht das Bild. Würden alle, die einen bewerten, reinwandern, würde wahrscheinlich die Bewertung wieder anders ausfallen. Und es werten auf Metacritic auch andere User, manchmal sogar mit Doppelaccounts, als auf den anderen Plattformen. Deswegen sehen wir sowas niemals isoliert, sondern immer im Gesamtkontext. Ja? Und wenn man dann was bringt es auf Punkt? Es ist eine Subkultur im Grunde genommen, ja, die da wertet bei Metacritic. Es ist nie ein umfassendes Bild von allen, die irgendwie mal was dazu gesagt haben, ja, und die dann auch entsprechend gewichtet werden. Ne? IGN beispielsweise kriegt eine sehr, sehr, sehr hohe Bewertung, ja. Dann gibt es halt andere, die ein bisschen weniger kriegen und so weiter. Ne?
Das sind so Sachen, die das ganze Bild so ein bisschen, einseitig zeigen, sage ich jetzt mal. Also Richtig. das ist nicht die absolute Wahrheit. So, Nein. Metacritic wertet filtert im Grunde genommen schon. Ja. Ja, und deswegen ist man noch ein bisschen verraten und verkauft, wenn man sich darauf verlässt. Da muss man sich alles angucken und danach gehen. Ja. Und da haben wir natürlich ein umfassendes Bild und können dann auch irgendwie Rückschlüsse ziehen. Und Wir haben ja immer gut. damit geworben, dass da sozusagen so irgendwie, wenn du bei Metacritics halt eine gute Wertung hast, so, dann ist es so sozusagen das im Mittel das, was alle sagen. Aber das ist so nicht. Man muss sich das mal genau angucken, wo wann gewertet wird. Dann ist auch immer unterschiedlich noch, aus welcher Region die kommen, so, ne? Wo wird das Spiel verkauft? Wir werden vornehmlich in Deutschland verkauft, ne? Und solche Dinge, ne? Und beim Ausland ist das immer irgendwie, manchmal hast du nur einen aus dem Land, der dann wertet und solche Dinge. Das müsst ihr euch mal genau angucken, wie das da zustande kommt, so ein Metacritic. Nehmt euch mal euer Lieblingsspiel und dann guckt euch mal Metacritic an und anschließend die Steam-Wertungen und anschließend denselben Kram nochmal bei GOG. Das bringt wirklich interessante Erkenntnisse. Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Sektion, der Trophybox. ROMs. Da haben wir heute mal was Schönes, ja, und zwar ein Kartenspiel und ja, genau. Und ein Kalender, ja, der jetzt zur Jahreswende rausgekommen ist, und zwar vom Gameverband. Verband der deutschen Gamesbranche. Vorher waren es zwei, einmal der Game und dann der Bio, ja. Entschuldigung. Und da haben wir sozusagen immer diesen Kalender bekommen von denen. Warum lachst du? Huibu, muss ich denken. Huibu. Das stimmt. Und die haben sich Anfang diesen Jahres tatsächlich 2018 zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Verband zu gründen. Und das ist jetzt der Game. Ja, mit dem schönen neuen Logo. Und weil wir Mitglied im Gameverband sind in Deutschland, bekommen wir das quasi geschenkt. Und da sind wir eigentlich schon ziemlich lange. Ich glaube, seit es diesen Game gibt. Ne? Genau. Mittlerweile ist es ja ein neuer Game zusammen. In dem alten Game waren wir auch schon Mitglied und da waren wir jetzt automatisch sozusagen Mitglied im neuen Verband. Und da die sich jetzt endlich, muss ich sagen, zusammengeschlossen haben, ist das auch eine schönere, einheitlichere Sache, um überhaupt die Anliegen der Gamesbranche in Deutschland zu vertreten. Und man sieht vieles davon tatsächlich auch in der Presse. Ne? Ihr seht vieles davon. Denn ist ja nicht nur so, dass wir irgendwie kleine Präsente bekommen, sondern dass die auch tatsächlich sich für die Gamesbranche einsetzen, zum Beispiel für E-Sports ganz aktuell oder viele andere Bereiche, die auch für die Spieler interessant sind. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schreibt eure Kommentare unten rein irgendwie. Die lesen wir auch alle, weil uns ja brennend interessiert, was ihr so momentan denkt und womit ihr euch beschäftigt. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zocken oder sonstige Dinge und wir sehen uns dann nächste Woche bei Piranha Bytes TV. Macht's gut. Tschö. Huibu? Bui. Bui. Bui, hui, Bui, bu. bui.